Hallo und herzlich willkommen. Kandierter Ingwer in Zartbitterschokolade, der nicht schmeckt, ein neues Glas von Weg und eure Fragen in Bezug auf Kuchen im Glas haben mich dazu gebracht, genau das für dieses Video zu verwenden. Nämlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu, wie man Kuchen im Glas macht, mit Beantwortung all der Fragen, die ich gekriegt habe und einem schönen Ingwerkuchen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Kommen wir zuerst mal zum Glas. Weg hat ja in den letzten Jahren etwas gemacht, was sie sonst nie gemacht haben, denn sie haben neue Formen rausgebracht. Unter anderem eine sehr erfolgreiche Form, nämlich diese Weg Gugelhupf-Form in 290, 165 und 80 Milliliter, die ich jetzt leider wieder mal nicht da habe. Aber das ist ganz hübsch. Ist natürlich jetzt kein klassischer Gugelhupf in dem Sinne, aber es ist tatsächlich, es hat hier richtig so eine kleine Gugelhupfartige Form und das ist für Kuchen wirklich sehr, sehr schön. Jetzt haben sie gerade kürzlich eine weitere Form rausgebracht, die mich unheimlich freut, nämlich eine 450 Milliliter Form. Die ist richtig von der Größe her perfekt, wenn man das zum Beispiel 2 Leuten schenkt. Oder 3. Wenn ich jetzt sage 4, dann reißt mir Klaus wieder den Kopf ab, weil er sagt, das reicht noch nicht mal für einen hohlen Zahn. Also, lacht sich gerade kaputt. Also, für 2 Personen genau richtig und ich sag mal für 3 vielleicht trotzdem. So. Das möchte ich gerne ansagen. Also wir haben ein neues Weg Gugelhupf-Glas. Und das hatte ich schon mitgenommen, weil ich gesagt habe, ich möchte es gerne zeigen und ich möchte auch einen Kuchen drin backen. Dann kaufte ich mir eine große Packung Ingwer in Zartbitterschokolade. Und leider war der so kristallisiert, dass es wirklich nicht mehr schön war. Also er war wirklich nicht, das war nicht schön zu essen. Und dann habe ich das jetzt zum Anlass genommen und gesagt, so, ich mache jetzt einen Ingwerkuchen. Dazu habe ich meinen Universal-Rührteig genommen und diesen Ingwer, den ihr hier auf dem Bild seht, einfach klein geraspelt. Das war ganz schön, weil da hat es nämlich ein paar dickere Stücken und ein paar kleinere Stücken und die wollte ich für einen Kuchen verwenden. Und das bringt uns zum Thema Kuchen im Glas. Und wir fangen mal ganz vorne an mit den Grundlagen. Das heißt, ich mache jetzt hier nicht einfach ein Rezept, sondern ich erkläre Schritt für Schritt von Anfang an, worum es beim Kuchen im Glas geht und wie das funktioniert. Wenn man Kuchen im Glas macht, auch das erste Mal oder überhaupt damit anfängt, sollte man sich an Rührkuchen halten. Sehr einfach dabei ist, jeder Rührkuchen ist für Kuchen im Glas geeignet. Das heißt, es ist egal, ob es ein Zitronenkuchen ist, ein Marmorkuchen ist oder ein Haselnusskuchen oder was auch immer. Jeder Rührkuchen ist für Kuchen im Glas geeignet. Greifen wir mal als erstes das Thema der Haltbarkeit auf, weil das immer ein Thema ist, wo Fragen aufkommen. Wenn wir von Rührkuchen ausgehen, und ich gehe jetzt erstmal nur von Rührkuchen aus, dann sagt man, der Kuchen ist zwischen 4 bis 6 Monaten ungefähr haltbar. Wieso haben wir keine feste Haltbarkeitszeit bei Kuchen? Das liegt an der Zusammensetzung des Kuchens selbst. Denn in dem Moment, wo wir haben Protein, Stärke und Feuchtigkeit, kommen wir in den Bereich, wo es chemische Reaktionen gibt. Denn während der Erhitzung aktivieren sich Enzyme, die aktivieren einen chemischen Prozess. Die Enzyme, die gehen dann über den Jordan durch die Hitze, aber der Prozess ist trotzdem angetriggert und der geht einfach weiter. Und je nach Feuchtigkeit, je nach Zutatenlage passiert das früher oder später. Wenn ich bleibe jetzt erstmal beim Rührkuchen, schlecht wird, dann, da werden mir sicherlich viele Leute recht geben, ist das immer das Gleiche. Zuerst wird er leicht sauer. Irgendwann fängt er an, noch saurer zu werden. Meistens bleibt dabei das Vakuum sogar intakt. Das heißt, so kann man es nicht sehen. Macht man ihn dann auf, dann riecht man es sehr schnell. Es ist wirklich ziemlich eklig. So, im sauren Zustand wird er bei manchen noch gegessen. Das ist je nach Magenlage mal so, mal so. Wenn er dann allerdings anfängt, richtig sauer und schlecht zu werden, ist es wirklich ekelhaft. Das würde wirklich keiner in den Mund nehmen. Würde man es dennoch im Mund nehmen, was ich nicht empfehlen würde, dann wird man daran nicht sterben. Außer vielleicht an Ekel. Haltbarkeit. Es gibt Leute, die sagen, mein Kuchen, der hält 2 Jahre. Ja, das kann sein. Das ist möglich.
aber viele Kuchen tun das auch nicht. Sind die komplett feucht oder macht man zum Beispiel so einen eiweißhaltigen Low-Carb-Kuchen, dann kann das auch schon mal sein, dass der in 2 Wochen nicht mehr haltbar ist. Das heißt, die Haltbarkeit ist tatsächlich ein variabler Faktor, den man nicht immer sagen kann. Das kommt wirklich auf den Kuchen an, das muss man einfach ausprobieren. Bringt uns zu dem Thema, wenn er schlecht wird, bringt es uns nicht um. Was uns direkt zu der Frage bringt, gibt es Botulismus oder eine Botulismusgefahr, wenn es um Kuchen im Glas geht? Wieder eine gute Neuigkeit, nein, es gibt keine Botulismusgefahr, was Kuchen im Glas betrifft, denn das Clostridium botulinum braucht Feuchtigkeit. Das hat es hier nicht. Hier ist so viel Luft drin, dass auch die Spore niemals sagen würde, hier keime ich aus, weil sie könnte hier niemals überleben. Das heißt, wir haben bei Kuchen im Glas keine Botulismusgefahr. Kommen wir zu der Frage, kann man jeden Kuchen im Glas einkochen? Werde ich viel gefragt. Und es gibt ja wirklich viele Arten von Kuchen. Was ich sagen kann, ist, man kann theoretisch jeden Kuchen durch Backen im Glas und hinterher unter Vakuum setzen, unter Hitze, haltbarer machen. Aber da gibt es Regeln. Fangen wir erstmal einfach an. Nehmen wir normale Kuchen wie Hefeteig, Mürbeteig, Rührteig und solche Dinge. Dann haben wir grundlegend weniger ein Problem. Wenn wir jetzt plötzlich Pudding im Teig mit drin haben, dann haben wir sehr wohl ein Problem. Denn der Pudding hat erstmal wesentlich mehr Feuchtigkeit, der reagiert mit dem Mehl und das würde ich zum Beispiel nicht empfehlen, weil der Pudding wird ganz schnell schlecht. Tut man diesen Puddingkuchen allerdings nach dem Einkochen so vakuumverpackt, wie er ist, in den Kühlschrank, hält er sich tatsächlich viel, viel länger. Das heißt, es kommt ganz auf den Kuchen an, wie man damit umgehen möchte. Käsekuchen im Speziellen, weil der ja unheimlich viel Quark beinhaltet, der zum Beispiel ist bei Raumtemperatur nicht wirklich gut haltbar, selbst wenn man ihn im Glas einkocht. Es gibt Leute, die sagen, das klappt bei mir wunderbar. Ich hätte da so ein bisschen meine Zweifel. Bei den meisten klappt es nämlich nicht. Da ist es so, wenn man den Käsekuchen im Glas backt, ihn sofort vakuumverpackt, vielleicht noch 30 Minuten einkocht und dann danach im Kühlschrank lagert, dann ist dieser Käsekuchen, so zu wie er ist, mindestens 6 Wochen haltbar. Ich habe schon welche gehabt, die haben wir mit einem halben Jahr Klaus und ich aufgemacht. Wir machen manchmal diese fiesen Tests und die sind wunderbar. Aber im Kühlschrank, denn er hat so einen hohen Eiweißgehalt, dass außerhalb des Kühlschranks wird es definitiv nicht schön. Bringt uns zu einer weiteren Abteilung, nämlich Kuchen mit Gemüse. Da würde ich aufpassen. In dem Moment, wo wir Gemüse drin haben, Zwiebeln, Kohl, bei Quiche, meinetwegen Brokkoli und so weiter, da würde ich euch doch bitten, die Finger von zu lassen. Denn bei Gemüse, da ist es wirklich so, da haben wir viel längere Einkochzeiten. Damit ist nicht zu spaßen. Was ihr immer machen könnt, ist, wenn ihr sowas habt, das im Kühlschrank zu lagern. Da kann nichts passieren. Heißt backen, Vakuum verpacken, ab in den Kühlschrank und dort drin lassen bis zum Essen. Kein Problem. Außerhalb des Kühlschranks, no go. Darf nicht passieren. Das war's auch schon für die Theorie. Wir kommen jetzt mal zur Praxis. Wir wollen also jetzt einen Kuchen im Glas machen und ich möchte diesen Kuchen im Glas mit meinen geraspelten, schlechten, schrecklichen Ingwerstückchen machen. Und ich werde einen Rührkuchen machen, der sozusagen ein Universalrezept ist. Viele haben sowas. Die haben einfach eine bestimmte Mischung und damit machen sie jeden Kuchen, den sie wollen. Sowas habe ich halt auch. Dieses Rezept werde ich hier vorstellen und jetzt gucken wir erstmal von Grund auf, wie wir jetzt anfangen, wenn wir einen Rührkuchen im Glas machen. Punkt Nummer 1. Wir nehmen, bevor wir den Ofen vorheizen, das Blech oder Rost, das im Ofen ist, aus dem Ofen raus. Warum? Diese Gläser haben eine, sagen wir mal, Temperaturschockgrenze. Wenn wir ein ein Glas bei Raumtemperatur auf ein super heißes Blech stellen, dann wird die Toleranzgrenze, die zwischen 30 und 40 Grad liegt, überschritten, was einfach verursachen kann, dass einfach der Boden abplatzt. Das ist immer sehr eindrucksvoll. Es macht dann pupp und dann fällt der Kuchen unten raus, wenn man das Glas hochnimmt. Sehr, sehr witzig. Haha. Also, deswegen, wir nehmen zuerst, wie ihr seht, alles schon passiert, wir nehmen zuerst das Blech raus oder den Rost. Wir heizen den Ofen vor. In meinem Falle sind das 180 Grad bei Umluft. Kommen wir zu den Gläsern.
Natürlich kann man super in Weggläsern einkochen. Gerade in den Sturzformen und in denen, wo die Ränder gerade sind, sodass man den Kuchen rausstürzen kann. Man kann aber genauso gut in normalen Gläsern einkochen. Also auch in solchen Gläsern ist das absolut in Ordnung einzukochen. Auch hier haben wir eine Sturzform, das kann man dann rausschütteln und schneidet es dann tatsächlich zum Kreis und hat dann runde Kuchenscheiben. Also das wird normalerweise so dann gemacht. Das heißt, es geht mit normalen Gläsern auch. Was gar nicht so viele Leute machen, was ich aber ganz interessant finde, ist, man kann auch in normalen Marmeladengläsern, welcher mit Schulter, Kuchen einkochen, denn wir löffeln unseren Kuchen aus den Gläsern raus. Da braucht man auf die Sturzform nicht zu achten. Das ist auch ganz nett. Ich habe übrigens noch einen Käsekuchen davon im Schrank. Klaus. So. Mini-Gläser werden auch oft vernachlässigt, denn die sind zum Beispiel richtig gut für so super saftige und total mächtige Brownies, wo einem meistens schlecht wird, wenn man ein paar Bissen gegessen hat. Dafür sind solche kleinen Mini-Gläser auch gar nicht schlecht. Jetzt zu der Frage, ob die Gläser für das Einkochen von Kuchen im Glas steril sein müssen. Das ist theoretisch jedermanns Sache, weil einige Leute machen es immer und ich würde nicht davon abraten. Aber ich mache das nicht, denn eigentlich müssen die Gläser wirklich sauber sein. Das heißt, sie sollen keinen Dreck drin haben und sie sollen aber auch kein Spülmittel drin haben. Sie müssen sauber sein. Das gilt auch für die Ringe und für die Deckel. Denn die Hitze, die wir den ganzen Teilen aussetzen, eliminieren alle Mikroorganismen, die beim Haltbarmachen dieses speziellen Produktes, nämlich einem Kuchen im Glas, von Belang sind. Wenn wir die Gläser für den Kuchen im Glas vorbereiten, machen wir das ähnlich wie mit einem anderen Behältnis, in dem wir Kuchen backen. Wir buttern die Form. Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass wir möglichst mit dem Fett nicht an den Rand des Glases kommen, weil das könnte nämlich verhindern, dass sich der Gummi festzieht. Und dann ist eine wirklich recht wichtige Sache, wenn man den Kuchen stürzen möchte, dass man unten auf dem Boden irgendetwas legt, was das Stürzen erleichtert, weil meistens klebt der Kuchen unten fest. Das heißt, wir können ein bisschen Nüsse, gemahlen oder gehackte Nüsse reintun oder manche nehmen auch Paniermehl, manche nehmen auch einfach Grieß. Kommen wir zum Backen selbst. Wie schon gesagt, ihr könnt jedes Rezept an Rührkuchen nehmen, das ihr gerne nehmen möchtet. Ich habe hier jetzt meinen normalen Universal-Rührkuchen gewählt. Das ist ein Rezept, das eine Grundlage bildet und dann kann man da einfach reinschmeißen, was man möchte. Das werde ich jetzt hier vorstellen. Wir haben 250 Gramm Butter aus praktischem Anlass, denn das ist nun mal genau ein Stück Butter. Man kann auch Öl oder Margarine nehmen. 250 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ich nehme immer meistens einen Viertel Teelöffel, 3 Eier, 400 bis 500 Gramm Mehl und in das Mehl mische ich ein Päckchen Backpulver. Ich nehme da zum Beispiel auch meistens Weinstein, weil ich kein Backpulver mag. Das ist ein Grundrührkuchenteig. Und den habe ich benutzt, um meinen blöden Ingwer loszuwerden, um den irgendwie so zu verwerten, dass er vielleicht doch noch schmeckt. Ihr könnt, wenn ihr dieses Rezept benutzt, reintun, was ihr wollt. Ihr könnt geriebene Haselnüsse reinmachen, ihr könnt Schokostückchen reinmachen, Karamellstückchen sind auch ganz schön, mal ein paar Orangenschalen oder irgendwie sowas. Also man kann diesen Kuchen aufmotzen, wie man möchte. Er ist eigentlich immer relativ locker und auch relativ saftig. Eine Sache habe ich noch vergessen. Manchmal muss man ein bisschen Milch oder Sahne dazu tun, um die Konsistenz des Teiges so zu haben, dass es in Ordnung ist. Das kommt immer ganz darauf an, was für ein Mehl man benutzt, ob man zum Beispiel gemahlene Haselnüsse dazu tut oder so. In meinem Fall habe ich zum Beispiel Vollkornmehl benutzt. Ich musste also auf jeden Fall noch Flüssigkeit dazu tun, damit der Teig in Ordnung ist. Der Rührteig wird wie üblich zubereitet. Normalerweise Butter und Zucker schaumig rühren, dann die Eier dazu Stück für Stück und dann das Mehl gemischt mit dem Backpulver unterheben. Hat man einen Thermomix wie ich, kommt das einfach alles in den Topf, die flüssigen Zutaten nach unten, Mehl oben drauf, draufdrücken, fertig. Die Zutaten wie Schokostückchen und so macht man am Ende dazu.
Wenn der Teig fertig ist, können wir auch schon loslegen, den in die Gläser zu füllen. Beim Befüllen der Gläser füllen wir sie etwas über die Hälfte voll. Da gibt es allerdings noch einen kleinen Einwand, denn wir sollten dabei auf die Konsistenz des Teiges achten. Wie ihr das hier seht, ist meiner relativ weich. Das mache ich mit Absicht, denn ihr werdet gleich wenn sie fertig gebacken sind, sehen, dass der Teig nicht übermäßig doll aufgegangen ist. Also je weicher der Teig ist, desto wahrscheinlicher wächst er schön so aus dem Glas, dass es euch nicht über den Rand rüberläuft. Hat natürlich auch was damit zu tun, wie viel Backpulver man nimmt, weil wenn man zu viel Backpulver nimmt, braucht man sich natürlich nicht zu wundern. Aber wenn man eine normale Menge an Backpulver nimmt und den Teig ein bisschen weicher hält, ist das ganz gut. Und wenn wir sauber arbeiten, kann man auch gerne mal wieder was rausnehmen, wenn man das Gefühl hat, es ist ein bisschen zu voll geworden. Wie zum Beispiel hier. So sieht es dann nochmal im Glas befüllt aus, wenn es so knapp über die Hälfte voll ist. Ich habe weit mehr Teig gemacht, weil ich hatte wirklich viel Ingwer und habe noch ein paar extra Kuchen zum Sofortverzehr dazugelegt. Wenn man jetzt nur dieses Rezept nimmt in den Mengen, die ich euch angegeben habe, dann kommen da je nach Zutaten, die man noch mit reintut, bei mir waren zum Beispiel fast 200 Gramm geraspelter Ingwer drin, kommt man ungefähr auf 4 bis 5 Gläser, würde ich mal schätzen. Das kommt auch immer ganz drauf an, wie doll er aufgeht. Aber 4, 5 Gläser, würde ich mal sagen, kommt ganz gut hin. Wir schieben das gesamte Blech in den Ofen und Klaus hat sich beschwert, dass ich dafür kein Bild habe. Aber ich glaube, man weiß, wie man sowas macht. Die Backzeit bei einem 450 Milliliter Glas liegt circa bei 20 bis 25 Minuten. Ich habe meine erste Garprobe gemacht nach 25 Minuten und musste es noch ungefähr 3 bis 5 Minuten weiter backen und dann war es in Ordnung. Das heißt, wir arbeiten da wie bei jedem anderen Kuchen auch. Wir prüfen einfach, bis er gar ist und wenn er gar ist, können wir weiterarbeiten. Wie prüft man das? Mit einer Stäbchenprobe natürlich. Ist doch klar, oder? Nein, wir stecken natürlich ein Holzstäbchen rein und können dann sehen anhand dessen, ob da noch Teig dran hängt oder nicht, ob der Kuchen gar ist oder nicht. Kommt der sauber raus, ist der Kuchen gar. Ich werde euch gleich 2 Methoden zur Vakuumverpackung des Glases zeigen. Und weil ich eine spezielle davon ebenfalls verwende, lege ich jetzt, während die Gläser im Ofen sind, die Deckel und die Gummis in heißes Wasser. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten, daran zu gehen. Wenn wir den Kuchen jetzt so wie dieses hier gerade aus dem Ofen geholt haben, können wir den Deckel, so warm wie er ist, also warm und feucht, direkt draufsetzen und das Glas verschließen. Das hat einen Vorteil, denn insofern ein Vorteil, weil dieses Glas in sich jetzt noch so viel Wärme hat, dass der Deckel in Kürze ganz, ganz heiß wird und so natürlich alle Mikroorganismen hier in der Luft sich eigentlich von selbst erledigen. Es hat einen Nachteil, denn es wird sich hier in dem Glas relativ viel Kondenswasser bilden. Und da denken dann manche Leute, das ist vielleicht verkehrt. Das ist das, was hier seht ihr schon, da passiert das, ne? Da kommt Kondenswasser. Das tut nichts, weil das ist so heiß, dass da drin nichts mehr leben kann. Aber das ist halt der Wermutstropfen, wenn man sich, wie wir demnächst sehen werden, das Einkochen ersparen möchte. Wichtig ist natürlich, dass der Rand sauber ist. Bei mir war der Rand sauber, aber sollte er das nicht sein, immer ein schön warmes Tuch nehmen, also ein Tuch mit warmem Wasser, um den Rand abzuwischen und bitte vorsichtig, die Gläser sind sehr, sehr heiß. Die andere Variante ist, wir holen die Kuchen aus dem Ofen und lassen sie etwas abkühlen. Hier haben wir sie jetzt. Die Ränder sind schön sauber und sie sehen super aus. Die lassen wir jetzt etwas abkühlen, aber die müssen wir hinterher dann einkochen. Da müssen wir auch keinen feuchten Deckel haben. Das muss natürlich alles sauber sein. Aber das muss nicht tropfnass sein, weil wir haben nicht das Problem, dass die Dichtung strapaziert wird aufgrund der großen Hitze. Sondern wie gesagt, wir lassen es jetzt mal so 10 Minuten stehen, weil dann kann der ganze Dampf da raus. Und alles, was da drin so feucht nach oben kommt, dann haben wir weniger Kondenswasser, müssen das Ganze aber dann einkochen. So, diese Kuchen sind jetzt recht gut warm noch. Habe natürlich saubere Finger, Deckel und Ring sind auch sauber.
Und das hat jetzt nicht so gut geklappt, das muss ich nochmal machen. Leider muss man da immer anfassen, auch deswegen ist es ganz wichtig, danach nochmal 30 Minuten für 100 Grad nachzupasteurisieren. So, befestige das hier. Das lässt sich jetzt gut anfassen, ist überhaupt kein Thema. So, aber wie wir sehen, hier haben wir kein Kondenswasser. Das ist jetzt alles raus. Ne? Hier ist noch ein bisschen Wasser vom Deckel, aber viel mehr ist das nicht. Plus, dass der Kuchen recht knusprig ist. Dieser hier, der wird nicht ganz so knusprig sein. Aber dafür müssen wir halt nicht nachpasteurisieren. So, dann nehmen wir den hier auch noch. So. Und hier drücken wir den oberen Teil, einfach da der so schön nach oben gegangen ist, der Kuchen so schön gerade und nicht übergelaufen ist, können wir hier einfach das oben so ein bisschen eindrücken und schon ist fertig. So, hier sehen wir jetzt auch diese Kuchen, da ist kein Vakuum, sehen wir an der Lasche, während dieser hier, der immer noch recht heiß ist, hier, da sehen wir, die Lasche ist unten. Hier hat sich also tatsächlich ein Unterdruck gebildet. Hier ist er noch ziemlich heiß, aber es ist inzwischen schon anfassbar. Den brauchen wir nicht einzukochen. Die beiden kommen jetzt ins Wasserbad. Ich werde jetzt ganz bewusst mit euch diese 2 Kuchen, die eingekocht werden müssen, im Topf einkochen, weil da viele Fragen immer wieder aufkommen. Also, wir legen ein Tuch unten in den Topf, damit die Gläser nicht direkt auf dem Boden sind. Die Gläser, das ist das Falsche, die kommen dann in den Topf, die können auch übereinander gestellt werden und wir füllen das Wasser in der Temperatur, ähnlich zu der Temperatur in dem Glas, in den Topf. Und zwar, wir haben hier ja 2 übereinander, bis so, dass so 1-2 Zentimeter unter dem Rand von dem oberen Glas gefüllt sind. Und mein Messbecher war nicht voll genug. So, ich gehe jetzt mal dichter mit euch ran. Ich habe nachgefüllt. Wie ihr seht, das Wasser geht bis hier. Kann auch ein bisschen höher. Es sollte hier nicht über diesen Rand gehen. Wir heizen jetzt den Herd an und sehen zu, dass unser Wasser heiß wird. Die richtige Temperatur für das Einkochen des Kuchens im Topf ist, wenn das Wasser leicht simmert. Und da geht die Einkochzeit los. So, jetzt kommen wir der Sache langsam nahe. Wenn wir jetzt mal messen, müssten wir eigentlich über 95 Grad sein. So, schauen wir mal. Ja, hier haben wir schon 95, 7. Ne? Das ist eigentlich in Ordnung, denn wir müssen in der Luft 80 Grad für 10 Minuten erreichen. Das ist das, was wir brauchen, damit die Mikroorganismen uns keinen Strich durch die Rechnung machen und unseren Kuchen schlecht werden lassen. So, ich werde hier jetzt den Deckel drauf machen und jetzt müssen wir ein bisschen auf die Temperatur, ein bisschen auf den Herd achten, dass das hier so leicht vor sich hin simmert. Die Einkochzeit startet für mich jetzt 30 Minuten und dann sollte es nachpasteurisiert sein. Die Einkochzeit ist rum und ich mache mal den Deckel ab und werde auch noch mal kurz die Temperatur überprüfen. Ich meine, das wird keine Überraschung sein, was dabei rauskommt, aber stecken wir es mal ein, das Thermometer. Wir sind immer noch 97, irgendwas steigend, 98. Das heißt, wunderbar. Die Stufe ist inzwischen vom Herd bei 2,5. Das heißt, das ist also auch von der Energieeffizienz gar nicht so schlecht. So, und dann holen wir das mal aus. So sieht das Ganze dann aus. Und natürlich stellen wir die Gläser auf eine Unterfläche, die nicht kalt ist, damit die Gläser keinen Temperaturschock kriegen und platzen. Hier nochmal ganz interessant. Wir sehen hier sowohl oben als auch von der Seite, dass wir in diesem Falle kein Kondenswasser haben. Das ist also relativ vorteilhaft, wenn man es so macht. Für die ganz Schnellen unter uns, die nehmen dann eher das Kondenswasser in Kauf, aber auch wenn man es verschenken möchte, ist das eigentlich die beste Art und Weise, das zu machen. Das ist tatsächlich, man wird es nicht glauben, alles, was ich zu den Grundlagen über Kuchen im Glas backen zu sagen hatte. Ich weiß, es war viel, aber das ist nun mal das, was ich zu sagen hatte. So, hier ist er jetzt, unser Kuchen. Und ehrlich gesagt, ich möchte ihn nicht aufmachen, ich möchte ihn nämlich gerne verschenken. Also zeige ich euch mal, wie er aussieht von den anderen Kuchen. Ein großer Teil ist schon in der Firma. Ich habe Petra gesagt, sie soll draufschreiben Ingwerkuchen, weil sonst nehmen die den in den Mund und sagen, boah, weil so viele Leute mögen ja gar kein Ingwer. Aber da ich weiß, dass es viele Leute gibt, die Ingwer mögen, habe ich diesen Kuchen gemacht. Und ich weiß auch schon genau, wem ich diesen Kuchen schenke. So, ich bin am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Ich hoffe, ihr konntet was lernen und vor allem hoffe ich, dass ich diese ganzen Fragen, die mal hier und da aufgetaucht sind, beantworten konnte. Und damit sage ich dann Tschüss und bis zum nächsten Mal.